Ich bin Sebastian Tetzlaff. Ich bin Franzi Schnitzler. Ich bin Markus Bertram. Ich bin David Fuhrmann und so geht es uns in Dernau 5 Jahre nach der Flut. Ja, die Flut hat die Sicht auf mein Leben auf jeden Fall verändert. Mir ist bewusst geworden, wie schnell eigentlich ein geplantes Leben sich ändern kann oder vorbei sein kann. Der Kölner Hof musste ja nach der Flut abgerissen werden, weil das Gebäude einschussgefährdet war. Und nachdem klar war, dass wir am alten Grundstück nicht wieder aufbauen konnten, war ja erstmal so ein bisschen Ernüchterung und irgendwie ist dann so der Lebenstraum geplatzt. Ja, mittlerweile hat man sich irgendwo ein bisschen daran gewöhnt und mit abgefunden, weil es irgendwie zu lange dauert und du hast eigentlich gar nicht mehr so richtig Lust, hier reinzugehen. Das ganze Flutthema ist nicht abgeschlossen, weil natürlich ich wohne hier und es sieht alles schön aus und es ist auch fertig, aber ich weiß ja nicht, ob es denn dann noch bleibt oder ob ich in 2 Jahren wieder zur Miete wohne. Moin Dieter! Geht das? Schöne Dreck, ne? Also so krass fand ich das nie an der alten Brücke. Nee, oder ich habe nicht so drauf geachtet. Die nächste Alternative wäre ich mit dem Bläser probieren oder mit dem Saugen. Das hier ist die erste kommunale Brücke, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, die quasi nach der Flut gebaut wurde. Es waren natürlich unheimlich lange Planungen, okay, was kann man verbessern, was kann man zur Vorbeugung machen, um künftigen Hochwassern besser standzuhalten. Hier sind wir tatsächlich in einem Bereich, wo so viel nicht passieren konnte, weil wir hier eine Engstelle haben. Aber Richtung August, September wird hier unheimlich viel Vorland abgetragen in diesem Bereich, im Bereich Richtung Campingplatz, damit im Hochwasserfall die A einfach mehr Raum hat. Von den Privathäusern sind schon die meisten im Wiederaufbau relativ weit oder auch mittendrin noch, ne? Aber klar, wenn man jetzt sagt, 5 Jahre sind jetzt rum, unheimlich lange Zeit und sieht dann ein Haus noch mit verrammelten Fenstern, wo gefühlt zumindest noch gar nichts passiert ist, dann denkt man, okay, wie kann das sein? Aber es gibt natürlich schon Gründe dafür, ne? Am Anfang war das ein unheimliches Problem mit dieser Antragstellung, ein ziemliches Chaos mit den Unterstützungsgeldern. Andererseits gibt es viele, die auch mehrere Häuser haben und auch mehrere Häuser wieder aufbauen wollen. Und das kann nicht alles gleichzeitig laufen. Und dann gibt es aber natürlich auch die, die einfach die Kraft nicht mehr haben, nicht mehr die Energie. Langfristig ist das aber auf jeden Fall natürlich ein Problem, ne? Wenn da so Ruinen entstehen, ne? Ich sag mal, die Zeit verging wie im Flug, also relativ schnell, weil man halt viel zu machen hatte. Wenn ich heute nach hinten gucke, denke ich auch, das ist doch noch keine 5 Jahre her. So viel ist doch noch im Ganzen nicht geschafft. Aber es war natürlich auch irgendwo sehr vieles, um nicht zu sagen alles, hin. Aber zu Anfangs waren wir auch noch recht blauäugig, wie schnell irgendwelche Sachen eigentlich gehen sollten. Also ich habe zu Anfangs wirklich gedacht, 1 Jahr, maximal 2, dann sollte man wieder drin sein. Im Moment ist das noch ein gemischtes Gefühl. Also erstmal froh, dass man fertig ist, dass man wohnen kann, wieder mit dem normalen Alltag sich beschäftigen kann. Das macht einen froh und beruhigt auf der einen Seite. Ja, und auf der anderen Seite gibt es halt dann noch so ein paar Themen, Finanzen und so weiter, die nicht geklärt sind. Das ist Küche, erstes OG. Ich bin am Ende. Ja, alles, was ich mit Herzblut und Liebe aufgebaut habe, ja, ist innerhalb von einem Abend vernichtet. Ich habe in der Flutnacht das Haus komplett verloren, vollgesogen mit Heizöl und dementsprechend total kontaminiert mit alten Strohwänden, Holzdecken, wo halt einfach durch das Öl man das Haus nicht mehr retten konnte. Und dann musste es abgerissen werden, neu gebaut werden und dann kamen halt nach der Flut bestimmte Richtlinien, wo man dann direkt sagen konnte, okay, Aufbau nach gleicher Art und Güte ist so nicht mehr möglich. Also wir müssen ein bisschen anders aufbauen, keinen Wohnraum im Erdgeschoss beispielsweise. Und dieses Andersbauen hat einfach die Versicherungsleistung so weit überstiegen
dass ich da quasi diesen Aufstockungsantrag stellen musste. Nur jetzt im Nachgang wird es zurückgefordert und das macht natürlich dann schlaflose Nächte, weil man am Ende gar nicht weiß, hat man jetzt die 5 Jahre nach der Flut gekämpft für nichts. Die Gastronomie war schon nach der Flut dann sehr ausgestorben, kann man sagen. Die Essensmöglichkeiten, Übernachtungsmöglichkeiten und so war jetzt die letzten Jahre sehr, sehr mau. Und jetzt gerade ist es wirklich noch mal so ein bisschen gekommen, jetzt gerade hier mit dem Gasthaus Sepp, aber auch hier nebenan hat jetzt eine neue Weinbar eröffnet zum Scheifer. Die sind auch beide sehr gute Freunde und die arbeiten so ein bisschen zusammen auch. Und das ist jetzt innerhalb der letzten 10 Wochen beides passiert und das war ein unheimliches gutes Gefühl, ne? Für Dernau, für unsere Gäste und auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Ja. Da sind wir schon wieder. Ja. Alles klar? Hi. Als es dann im Grundstück hieß, es geht nicht mehr weiter, also wir können da nicht mehr aufbauen, war ja tatsächlich die ganze Situation so ein bisschen perspektivlos und dann bin ich ja erstmal nach Österreich, um einfach mir selber auch wieder so ein bisschen Raum zu geben und ja, ich hatte das Gefühl, ich musste ja noch mal wieder vermissen, weil irgendwie ich war dann so im Tiny House und so auf 35 Quadratmetern mit dem Theo zusammen und irgendwie habe ich dann keine Zukunft mehr gesehen. Der Abstand zu Dernau hat uns dann ganz gut getan. Ich habe ja dann auch meinen Freund jetzt kennengelernt, der dann jetzt mit hier hingekommen ist und der auch aus der Gastronomie kommt und den gleichen Traum hatte. Und er konnte mir dann so ein bisschen Motivation geben, dass wir einfach an dem Traum festhalten. Wir wussten, dass die Besitzer vor der Flut schon mal verkaufen wollten, altersbedingt. Tatsächlich war es dann auch so und dann konnten wir über den Sommer dann einen Businessplan schreiben und haben dann Anfang des Jahres hier das Objekt übernommen und im März eröffnet. Hier sieht man jetzt quasi die Bauarbeiten von unserem Nahwärmenetz. Ne? Damals nach der Flut irgendwann ist die Idee aufgekommen, dass man sich jetzt, sag ich mal, wärmetechnisch nachhaltig für die Zukunft aufstellen könnte, sodass es jetzt dazu gekommen ist, dass wir jetzt ja, ein Nahwärmenetz hier am Bauen sind, wo quasi im ganzen Ort Nahwärmeleitungen verlegt werden. Im Gewerbegebiet angrenzend an den Ort eine Heizzentrale entsteht, sodass ca. 210 Haushalte quasi über diese Wärmeleitungen mit warmer Energie sozusagen versorgt werden. Es ist ein Wahnsinnsprojekt und neben diesen ganzen anderen Wahnsinnsprojekten ist das eigentlich völlig verrückt. Für die Leute auch eine unheimliche Geduldsprobe nochmal, dass hier alle Straßen im Dorf aufgerissen werden und wochenlang dann hier alles belegt ist. Aber die Chance war jetzt da und sie wurde genutzt und in einem gut halben Jahr denke ich, dass wir dann hier auch ja, nachhaltige Energie durchs Dorf fließt sozusagen. Ja, man hat schon manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass man selber mit dem Wiederaufbau ein bisschen hinterher hinkt. Da habe ich jetzt irgendwo kein Neid oder so auf andere, die einfach schon mal weiter sind, sondern bin eigentlich froh für die Region und das wird bei uns auch werden. Eine Sache, wo wir uns letztes Jahr mit ein bisschen motiviert haben, war im Prinzip dann hinten die kleine Maschinenhalle ans Nebengebäude dran zu bauen. Das war im Herbst schon ein wesentlich entspannteres Arbeiten. Das heißt, da ist ja schon eine Entwicklung gewesen. Klar, du kannst halt nicht alles auf einmal angehen und musst dann auch irgendwo ein bisschen die Prioritäten setzen. Und für uns ist halt erstmal das Wichtigste, dass die Produktion vom Wein, der Verkauf vom Wein funktioniert. Hätten wir 1:1 aufgebaut, wären wir schon schneller gewesen oder hätten schneller sein können, aber dann hätten wir uns auch nicht entwickelt. Und dann musst du natürlich auch eine gewisse Planungs- und Bauzeit mit in Anspruch nehmen dafür. Hat sich die Ecke so verändert. Ne? Viele andere Sachen sind ja noch gleich stehen geblieben, aber gerade hier so auf dem Quadrat. Ja. Meins geht nur hier bis zu der Regenrinne. Auf jeden Fall wird man immer wieder angesprochen, wie man gerade gesehen hat. Es gibt so 2 Gruppen. Die einen, die ein bisschen nur pauschal nachfragen. Also wie war es denn jetzt hier, wie hoch war das Wasser, was ist kaputt gegangen? Und natürlich andere, die dann schon so ein bisschen auch persönlicher werden. Da muss man dann immer mal ein bisschen gucken. Da erwische ich mich dann auch dran, dass man sich so ein bisschen aus der Situation dann rauszieht, weil man jetzt einfach nicht immer jeden Tag oder jede Woche so tief wieder da eintauchen will, weil das
kommt dann natürlich schon nochmal hoch. Hier sind wir in einem unserer tollsten Wiederaufbauprojekte, glaube ich, die wir haben. Das wird unser neuer Kindergarten. Ich sage immer, aus jeder Katastrophe entsteht auch was Gutes. Das hätte keiner gebraucht, sicherlich nicht. Ne? Aber was daraus entstehen kann, das sieht man hier. Ne? Und das ist natürlich eine Chance, die man einfach sehen muss und die man auch wertschätzen muss. Ne? Also der Kindergarten und Schule waren ja damals nicht mehr bewohnbar sozusagen nach der Flut. Und der Kindergarten hier wurde ja auch relativ schnell abgerissen. Und ich glaube, die Kinder freuen sich unheimlich hier und auch das Kita-Personal hier in den neuen Kindergarten zu kommen und dann wirklich alles vom Feinsten, muss man einfach sagen, ne, mit einer komplett neuen Außenanlage, mit riesen Spielgeräten. Und so haben wir nachher hier in 2,5 Monaten einen wirklich schönen, richtig schönen Kindergarten. Wenn ich hier stehe und sehe, dass das Gebäude neu gemacht wird, dann denke ich nicht darüber nach, dass hier nochmal Wasser stehen könnte, ne? Dass hier nochmal eine Flut bis hier hinkommen würde. Klar kann das vielleicht irgendwann nochmal kommen, aber da denke ich nicht drüber nach, weil dann, glaube ich, macht man das hier nur noch mit Bauchschmerzen und da lässt man sich hier so ein tolles Projekt nicht von vermiesen. Für Freitagabend den Quark ist fertig. Die Hähnchenkeulen sind eingelegt. Habe ich eingelegt. Die Kartoffelsalat ist hier mal. Kartoffelsalat ist fertig. Nudelsalat ist Nudeln gekocht. Den mache ich gleich noch habe ich an. auch gemacht. Wir sind ja sozusagen direkt in die Hochsaison gestartet. Wir hatten direkt das Osterwochenende vor der Tür und dann ging es auch direkt schon los mit dem Weinfrühling und bisher läuft es mega. Hallo. Hi, herzlich willkommen. Hallo. So, wir sind total zufrieden, egal ob Touristen oder Einheimische. Wir sind ganz glücklich darüber, wie gut das hier angenommen wird. Einfach das Schild raushängen, dann gibt es von uns einen Getränkegutschein. Also klar denkt man irgendwie immer noch so ein bisschen, gerade weil man auch nebenan ist und das Grundstück jeden Tag sieht, ist immer noch so ein bisschen Herzschmerz, glaube ich, nach dem Kölner Hof. Aber der hat natürlich uns über Jahrzehnte begleitet. Ich bin da groß geworden, meine Geschwister sind da groß geworden, wir haben da gewohnt. Und da ist es natürlich irgendwie, hat man immer wieder so einen nostalgischen Blick da drauf. Einerseits ist es eine Tradition, die weitergeführt wird, andererseits ist es aber auch ein Neuanfang. Ne? Oder eine ganz neue Sache, die uns machen. Die Franziska und auch der Michi machen das ja doch ein bisschen anders, als wir das früher gemacht haben. Ne? Das ist klar, die neue Generation, die hat neue Ideen und die sollen sie auch weiterbringen. Aber man hilft, wo man kann, einfach. Und ich bin auch eigentlich sehr stolz auf meine Tochter, dass sie sich das traut. Schmeckt sehr schön. Und das Haustoast. Schön, guten Appetit. Danke. Wir sind einfach froh, dass wir halt jetzt schon ein fertiges Objekt übernehmen konnten, wo wir halt tatsächlich auch kaum Arbeit reinstecken mussten. Ne? Das war ja einfach die perfekte Location hier für uns. Wir sind direkt am Festplatz, am Radweg. Wir haben die super Sonnenterrasse, also besser hätte es nicht laufen können. Wir sind zwar wieder direkt an der A, direkt vorderste Front, aber der Gedanke beschäftigt mich jetzt nicht jeden Tag, dass noch mal eine Flut kommen könnte. Ich glaube, da könnte man dann auch tatsächlich nicht mehr hier wohnen oder hier wieder einen Betrieb aufbauen. Man muss damit seinen Frieden schließen. Das haben wir auch gemacht. Ich fühle mich hier genauso wohl wie vorher auch. Aber wenn die ISB das Geld tatsächlich zurückfordert, dann werde ich dahin gehen müssen und das Haus verkaufen müssen. Also es gibt anscheinend irgendwelche Unklarheiten. Ich weiß auch nicht, warum es so lange dauert. Also ich habe jetzt eine Funkstille, die mindestens 8 Monate beträgt. Also seitdem kriege ich immer nur gesagt, ist noch in Bearbeitung. Passiert halt einfach nichts. Dann denkt man in der Luft und immer wieder nachfragen bringt auch nichts. Wenn man dann jetzt feststellen würde, das war alles für die Katz, alles, dann also da muss ich wirklich, glaube ich, aufpassen, dass ich dann den Boden nicht unter den Füßen verliere. Also das wär schon sehr schwierig für mich. Ja. Ich denke, dass wir vor gut einem halben Jahr einen der wichtigsten Wiederaufbauschritte, glaube ich, abgeschlossen haben. Die Bahn wurde eingeweiht und seitdem fährt sie auch wieder. Jetzt als das Weinwandern losging und so weiter, was hier an Menschen mit der Bahn angereist ist, das hat man schon im Vergleich zu letztem Jahr einen wirklichen
extremen Unterschied gemerkt. Ein unheimlich wichtiger Schritt, der da wieder passiert ist und weitere Folgen. Ne, das ist einfach so, es geht ständig voran. Ja, das wird ja langsam, ne? So langsam. Ne, mega. Ja. Ja, sind halt super viele Details. Ja, ne, ja, die aber- kleinen Häuser alle, ne? Ja. Genau, Aber der Esel ist jetzt schon ziemlich, ne? ist auch noch nicht fertig. Auch noch nicht fehlen ganz, ja, ja. Auch noch Sachen, ne? Aber es ist immer wichtig, so ein bisschen alles im Blick Ja. zu behalten. Für Dernau wünsche ich mir, dass wir bald einfach noch schöner wohnen. Es ist jetzt schon wieder schöner als vor ein paar Jahren und dass wir uns da einfach in eine richtige Richtung entwickeln, dass wir diese Baustellenzeit bald überlebt haben und wir einfach noch eine schönere Infrastruktur bekommen, als wir sie damals hatten. Jede neue Einweihung, jede neue Eröffnung ist ein kleines Highlight und bringt uns auch dem Ziel irgendwo einen Schritt näher. Aber wir werden, ich glaube, nachher alle überrascht sein, wie viele Jahre es überhaupt gedauert hat. Ich würde mir erstmal für alle wünschen, dass jeder persönlich mit seinem Schicksal, jeder hat ja sein Päckchen und für jeden ist es ja persönlich auch das Größte, dass da erstmal jeder selber so seinen Frieden und eine Lösung mitfindet. Jetzt sind wir seit 5 Jahren in einer wirklich intensiven Phase, die Aufräumphase, die wilde und dann der Wiederaufbau. Und man muss sich bewusst sein, dass der uns auch noch 3, 4 Jahre intensiv begleiten wird. Aber wir bleiben dran und wir machen unsere Heimat wieder schön und das ist, glaube ich, das, was im Endeffekt zählt.